Ist der Ruhm wirklich nur der köstlichste Bissen unserer Eigenliebe? Er ist doch an die seltensten Menschen als Begierde angeknüpft und wiederum an die seltensten Momente derselben. Dies sind die Momente der plötzlichen Erleuchtungen, in denen der Mensch seinen Arm befehlend, wie zu einer Weltschöpfung ausstreckt, Licht aus sich schöpfend und um sich ausströmend. Dadurch drang ihn die beglückende Gewissheit, dass das, was ihn so ins Fernste hinaushob und entrückte, also die Höhe dieser einen Empfindung, keiner Nachwelt vorenthalten bleiben dürfe. In der ewigen Notwendigkeit dieser seltensten Erleuchtungen für alle Kommenden erkennt der Mensch die Notwendigkeit seines Ruhms. Die Menschheit in alle Zukunft hinein braucht ihn. Und wie jener Moment der Erleuchtung der Auszug und der Inbegriff seines eigensten Wesens ist, so glaubt er als der Mensch dieses Momentes unsterblich zu sein, während er alles andere als Schlacke, Fäulnis, Eitelkeit, Tierheit oder als Pleonasmus von sich wirft und der Vergänglichkeit preisgibt. Jedes Verschwinden und Untergehen sehen wir mit Unzufriedenheit, oft mit der Verwunderung, als ob wir darin etwas im Grunde Unmögliches erlebten. Ein hoher Baum bricht zu unserem Missvergnügen zusammen und ein einstürzender Berg quält uns. Jede Silvesternacht lässt uns das Mysterium des Widerspruchs von Sein und Werden empfinden. Dass aber ein Augenblick höchster Weltvollendung gleichsam ohne Nachwelt und Erben wie ein flüchtiger Lichtschein verschwende, beleidigt am allerstärken den sittlichen Menschen. Sein Imperativ vielmehr lautet, das, was einmal da war, um den Begriff Mensch schöner fortzupflanzen, das muss auch ewig vorhanden sein. Dass die großen Momente eine Kette bilden, dass sie als Höhenzug die Menschheit durch Jahrtausende hin verbinden, dass für mich das Größte einer vergangenen Zeit auch groß ist und dass der ahnende Glaube der Ruhmbegierde sich erfülle, das ist der Grundgedanke der Kultur. An der Forderung, dass das Große ewig sein soll, entzündet sich der furchtbare Kampf der Kultur, denn alles andere, was noch lebt, ruft Nein. Das Gewöhnte, das Kleine, das Gemeine, alle Winkel der Welt erfüllend als schwere Erdenluft, die zu atmen wir alle verdammt sind, um das Große qualmend, wirft sich hemmend, dämpfend, erstickend, täuschend in den Weg, den das Große zur Unsterblichkeit zu gehen hat. Der Weg führt durch menschliche Gehirne, durch die Gehirne erbärmlicher, kurzlebender Wesen, als welche engen Bedürfnissen überliefert immer wieder zu denselben Nöten auftauchen und mit Mühe eine geringe Zeit das Verderben kon sich abwehren. Sie wollen leben, etwas leben, um jeden Preis. Wer möchte unter ihnen jenen schwierigen Fackelwettlauf vermuten, durch den das Große allein weiterlebt? Und doch erwachen immer wieder einige, die sich im Hinblick auf jenes Große so beseligt fühlen, als ob das Menschenleben eine herrliche Sache sei und als ob es als schönste Frucht dieses bitteren Gewächses gelten müsse, zu wissen, dass einmal einer stolz und stoisch durch dieses Dasein gegangen ist, ein anderer mit Tiefsinn, ein dritter mit Erbarmen, alle aber eine Lehre hinterlassend, dass der das Dasein am schönsten lebt, der es nicht achtet. Wenn der gemeine Mensch diese Spanne Sein so trübsinnig ernst nimmt, wussten jene auf ihrer Reise zur Unsterblichkeit es zu einem olympischen Lachen oder mindestens zu einem erhabenen Hohne zu bringen. Oft stiegen sie mit Ironie in ihr Grab, denn was war an ihnen zu begraben? Die verwegensten Ritter unter diesen Ruhmsüchtigen, die daran glauben, ihr Wappen an einem Sternbild hängen zu finden, muss man bei den Philosophen suchen. Ihr Wirken weist sie nicht auf ein Publikum, auf die Erregung der Massen und das zujauchzenden Beischlag der Zeitgenossen hin. Einsam die Straße zu ziehen gehört zu ihrem Wesen. Ihre Begabung ist die seltenste und in einem gewissen Betracht unnatürlichste in der Natur, dazu selbst gegen die gleichartigen Begabungen ausschließend und feindselig. Die Mauer ihrer Selbstgenugsamkeit muss von Diamant sein, wenn sie nicht zerstört und zerbrochen werden soll. Denn alles ist gegen sie in Bewegung, Mensch und Natur. Ihre Reise zur Unsterblichkeit ist beschwerlicher und behinderter als jede andere, und doch kann niemand sicherer glauben als gerade der Philosoph, auf ihr zum Ziel zu kommen. Weil er gar nicht weiß, wo er stehen soll, wenn nicht auf den weit ausgebreiteten Fittigen aller Zeiten. Denn die Missachtung des Gegenwärtigen und Augenblicklichen liegt in der Art des philosophischen Betrachtens. Er hat die Wahrheit, mag das Rad der Zeit rollen, wohin es will, nie wird es der Wahrheit entfliehen können. Es ist wichtig, von solchen Menschen zu erfahren, dass sie einmal gelebt haben.
Nie würde man sich als müßige Möglichkeit den Stolz des weisen Heraklit, der unser Beispiel mag sein, imaginieren können. An sich scheint ja jedes Streben nach Erkenntnis seinem Wesen nach unbefriedigt und unbefriedigend. Deshalb wird niemand, wenn er nicht durch die Historie belehrt ist, an so eine königliche Selbstachtung, an so eine unbegrenzt Überzeugtheit, der einzig beglückte Freier der Wahrheit glauben mögen. Solche Menschen leben ihrem eigenen Sonnensystem, darin muss man sie aufsuchen. Auch ein Pythagoras, ein Empedokles behandelten sich selbst mit einer übermenschlichen Einschätzung, ja mit fast religiöser Scheu. Aber das Band des Mitleidens an der großen Überzeugung von der Seelenwandlung und der Einheit allen Lebenden führte sie wieder zu den anderen Menschen, zu deren Rettung hin. Von dem Gefühl der Einsamkeit aber, den Einsiedler des ephesischen Artemis-Tempels durchdrang, kann man nur in der wildesten Gebirgsöde erstarrend etwas ahnen. Kein übermächtiges Gefühl mitleidiger Erregungen, kein Begehren, helfen und retten zu wollen, strömt von ihm aus. Er ist wie ein Gestirn ohne Atmosphäre. Sein Auge, lodernd nach innen gerichtet, blickt erstorben und eisig, wie zum Scheinen nur nach außen. Rings um ihn unmittelbar an die Feste seines Stolzes schlagen die Wellen des Wahns und der Verkehrtheit, mit Ekel wendet er sich davon ab. Aber auch die Menschen mit fühlenden Brüsten weichen so einer tragischen Larve aus. In einem abgelegenen Heiligtum unter Götterbildern, neben kalter, großartiger Architektur, mag so ein Wesen begreiflicher erscheinen. Unter Menschen war Heraklit als Mensch unglaublich, und wenn er gewohl gesehen wurde, wie er auf das Spiel lärmender Kinder Acht gab, so hat er dabei jedenfalls bedacht, was nie ein Sterblicher bei solcher Gelegenheit bedacht hat, das Spiel des großen Weltenkindes Zeus und den ewigen Scherz einer Weltzerstörung und einer Weltentstehung. Er brauchte die Menschen nicht, auch nicht für seine Erkenntnis. An allem, was man etwa von ihnen erfragen konnte und was die anderen Weisen vor ihm zu erfragen bemüht waren, lag ihm nichts. Mich selbst suchte und erforschte ich, sagte er mit einem Wort, durch das man als Erfüller und Vollender jenes delphischen Satzes »Erkenne dich selbst« sei und niemand sonst. Was er aber aus diesem Orakel heraushörte, das hielt er für unsterblich und ewig deutungswerte Weisheit, in dem Sinne, in dem die prophetischen Reden der Sibylle unsterblich seien. Es ist genug für die fernste Menschheit. Mag sie es nur wie Orakelsprüche sich deuten lassen, wie er, wie der delphische Gott selbst, weder sagt noch verbirgt, ob es gleich von ihm ohne Lachen, ohne Putz und Salbenduft, vielmehr wie mit schäumendem Munde verkündet wird, es muss zu den tausenden Saren der Zukunft dringen. Denn die Welt braucht ewig die Wahrheit, also braucht sie ewig Heraklit, obwohl er sie nicht bedarf. Was geht ihn sein Ruhm an? Der Ruhm bei immer fortfließenden Mörtlichen, wie er höhnisch ausruft, das ist etwas für Sänger und Dichter, auch für die, die vor ihm als weise Männer bekannt geworden sind. Diese mögen den köstlichen Bissen ihrer Eigenliebe hinunterschlucken, für ihn ist diese Speise zu gemein. Sein Ruhm geht die Menschen etwas an, nicht ihn. Seine Eigenliebe ist die Liebe zur Wahrheit, und eben diese Wahrheit sagt ihm, dass ihn die Unsterblichkeit der Menschheit brauche, nicht die Unsterblichkeit des Menschen Heraklit. Die Wahrheit, schwärmerischer Wahn eines Gottes. Was geht die Menschen die Wahrheit an? Und was war die heraklitische Wahrheit? Und wo ist sie hin? Ein verflogener Traum, weggewischt aus den Minen der Menschheit, mit anderen Träumen? Sie war nicht die erste. Vielleicht würde ein gefühlloser Dämon von all dem, was wir mit stolzer Metapher Weltgeschichte und Wahrheit und Ruhm nennen, nichts zu sagen wissen als diese Worte. In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die höchstmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. Es war auch an der Zeit, denn ob sie schon viel erkannt zu haben sich brüsteten, waren sie doch zuletzt zu großer Verdrossenheit dahinter gekommen, dass sie alles falsch erkannt hatten. Sie starben und fluchten im Sterben der Wahrheit. Das war die Art dieser verzweifelten Tiere, die das Erkennen erfunden hatten. Dies würde das Los des Menschen sein, wenn er eben nur ein erkennendes Tier wäre. Die Wahrheit würde ihn zur Verzweiflung und zur Vernichtung treiben, die Wahrheit ewig zur Unwahrheit verdammt zu sein. Dem Menschen geziemt aber allein der Glaube an die erreichbare Wahrheit, an die zutrauensvoll sich nahende Illusion. Lebt er nicht eigentlich durch ein fortwährend Getäuschtwerden? Verschweigt ihm die Natur nicht das Allermeiste, ja das Allernächste, zum Beispiel seinen eigenen Leib,
von dem er nur ein gauklerisches Bewusstsein hat. In dieses Bewusstsein ist er eingeschlossen und die Natur warf den Schlüssel weg. O der verhängnisvollen Neugier des Philosophen, der durch eine Spalte einmal aus dem Bewusstseinszimmer hinaus und hinab zu sehen verlangt. Vielleicht ahnt er dann, wie auf dem gierigen, unersättlichen, ekelhaften, erbarmungslosen, mörderischen der Mensch ruht, in der Gleichgültigkeit seines Nichtwissens und gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Lasst ihn hängen, ruft die Kunst, weckt ihn auf, ruft der Philosoph im Pathos der Wahrheit. Doch er selbst versinkt, während er den Schlafenden zu rütteln glaubt, in einen noch tieferen magischen Schlummer. Vielleicht träumt er dann von den Ideen oder von der Unsterblichkeit. Die Kunst ist mächtiger als die Erkenntnis, denn sie will das Leben und jene erreicht als letztes Ziel nur die Vernichtung.